Hallo und herzlich willkommen zu Pure Rita. Ich bin Rita und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich entführe euch heute nach Wien und zwar machen wir einen kleinen Abstecher zum Schloss Schönbrunn. Denn bei mir gibt es heute etwas Kaiserliches, Österreichisches. Ich mache heute einen Gugelhupf, aber einen ganz besonderen, nämlich einen Kaiser-Gugelhupf. Der ist super saftig, verfeinert mit Schokolade und geriebenen Nüssen, mit einem Schokoguss obendrauf und mit Blattgold verziert. Ein richtiger Festtagskuchen oder mit ein paar Kerzen drauf, auch ein ganz toller Geburtstagskuchen. Ich habe nämlich mal einen so leckeren Gugelhupf im Café Gloriette gegessen, bei einem ganz herrlichen Frühstücksbuffet. Und das Café befindet sich hoch oben in der Gloriette im Schlossgarten von Schönbrunn. Übrigens hat schon damals der österreichische Kaiser, also in der Kaiserzeit, dort gerne gefrühstückt. Und man hat von dort aus einen traumhaften Blick auf das Schloss und den Garten, auf Wien. Also wer etwas Besonderes für seine Festtagstafel möchte oder auch für einen ausgiebigen Brunch für liebe Gäste, ist dieser Gugelhupf einfach köstlich. Wir kommen jetzt direkt zu den Zutaten und dafür nehme ich euch jetzt mit in meine Küche. Wir starten direkt mit den Zutaten für unseren Gugelhupf. Und das sind 180 Gramm Mehl, 50 Gramm Stärke, eine Prise Salz, Abrieb einer Zitrone, 5 Eier, eine Vanilleschote, 30 Gramm Puderzucker, 100 Gramm geriebene Nüsse, 170 Gramm Backzucker, 100 Gramm Kuvertüre und 250 Gramm weiche Butter. Ihr braucht folgende Küchenutensilien: ein Schneebesen, ein Sieb, eine Reibe, ein Messer, ein Rührer, ein Backpinsel oder wisst ihr was? Ihr findet das alles da unten in der Beschreibung. Und die Notausgänge sind vorne, in der Mitte und im hinteren Teil des Flugzeugs. Und jetzt bereiten wir unseren Vanillezucker vor. Und zwar nehmen wir die Vanilleschote, halten es hier am Stielansatz fest, drücken mit dem Messer leicht an und schlitzen die Vanilleschote auf. So, und jetzt kratzen wir das Vanillemark aus der Schote heraus und geben es in unseren Zucker hinein. Und die andere Hälfte. Jetzt geben wir das Ganze in einen Food Processor hinein. Und mixen das jetzt richtig gut durch. So, und jetzt können wir unseren wunderbaren Vanillezucker direkt in ein Vorratsglas geben. Und voilà. Und diese Vanilleschote unter keinen Umständen wegwerfen. Die geben wir jetzt in unseren Zucker hinein und aromatisieren ihn. Nach einer Woche duftet euer Zucker komplett nach Vanille. Wir raspeln jetzt unsere Schokolade. Das ist die Hälfte Zartbitter-Schokolade und die andere Hälfte Milchschokolade. Wir temperieren jetzt unsere Schokolade und dafür nehme ich jetzt das Wasser, das habe ich kurz aufgekocht und wieder abkühlen lassen, circa auf 45 Grad. Und wir geben jetzt unsere Kuvertüre, das ist die Hälfte ist Zartbitter und Milchschokolade, die geben wir jetzt hier hinein und lassen die Schokolade temperieren auf 28 Grad. Und wenn das jetzt doch zu lange dauert, dann greifen wir zu den unkonventionellen Methoden. So, jetzt ist es genau 30 Grad und wir geben die temperierte Schokolade jetzt zur Seite und lassen sie ein wenig auskühlen. Wir fetten jetzt die Gugelhupfform ein. Ich nehme hier die weiche Butter und pinseln das jetzt. Auch den längeren Teil hier. Und fertig. Und jetzt trennen wir die Eier.
So, und jetzt schieben wir den Ameisenhügel zur Seite. Wir beginnen jetzt mit dem Teig und dafür gebe ich jetzt die weiche Butter in die Rührschüssel hinein. Geben den Puderzucker hinzu, das Salz und ein wenig von unserer Zitronenschale. Und einen Teelöffel von unserem selbstgemachten Vanillezucker. So, und die Butter werden wir jetzt schaumig rühren mit unserem Flachrührer. Zuerst auf Stufe 1 stellen, damit sich alle Zutaten verbinden. Jetzt schalten wir die Maschine etwas weiter runter und geben nach und nach jeweils ein Eigelb hinein. Verrühren das Ganze. Und so verfahren wir die ganze Zeit. Wir können unsere geschmolzene, temperierte Schokolade jetzt langsam hier hineingießen. Geben jetzt die Nüsse hinzu. Und jetzt das Mehl. Unsere Masse ist jetzt soweit fertig. Wir schalten die Maschine aus und können unsere Buttermehlmasse zur Seite stellen. Ich mache jetzt den Eischnee. Wir schlagen erst einmal das Eiweiß auf. Und geben nach und nach den Zucker hinzu. Wir können jetzt den Rest hinzugeben. Und jetzt können wir auch die Geschwindigkeit erhöhen. Und ihr könnt jetzt den kleinen Eischnee-Test machen. Nehmt den Schneebesen. Und wenn da so ein kleiner Zipfel sich bildet, dann ist er perfekt. Der ist nämlich nicht zu steif, das sollte er nicht sein. So können sich die Massen wunderbar miteinander verbinden. Und das machen wir jetzt auch. So, jetzt geben wir einen Teil des Eischnees in die Buttermehlmasse und den restlichen Zutaten hier hinein. Nur ein Teil und vermengen das Ganze jetzt. So, nach und nach geben wir jetzt das Eiweiß in die Masse hinein und versuchen es locker unterzuheben. Und die zwei Massen müssen sich jetzt miteinander verbinden. Und jetzt können wir den Rest des Eischnee alles hier hineingeben. Und jetzt vermischen wir die zwei Massen miteinander, bis eine homogene Masse entsteht. Immer im Uhrzeigersinn und locker unterheben, sodass die Luft auch nicht verschwindet. Wir können jetzt die fertige Masse in die Gugelhupfform gießen. Und jetzt füllen wir das und fertig. Und unser Kuchen kommt jetzt für 55 Minuten bei 160 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Tada! Unser Kuchen ist fertig. Den Kuchen habe ich jetzt gestürzt, damit er später seine gerade, schöne Form behält. Und erst wenn er abkühlt, werden wir die Gugelhupfform wegnehmen, sodass er auch schön saftig und feucht bleibt.
Unser Gugelhupf ist perfekt und wir beginnen jetzt mit dem Temperieren der Kuvertüre. Und ich habe jetzt hier 150 Gramm Zartbitter, Milchschokolade, Kuvertüre. Ein Drittel davon habe ich weggenommen, das brauchen wir im zweiten Schritt. Und jetzt temperieren wir sie. Ich gebe es jetzt da hinein. So, unsere Schokolade ist jetzt geschmolzen und jetzt können wir das eine Drittel dazugeben und so funktioniert das richtige Temperieren. Wir senken einfach die Temperatur der Schokolade und warten jetzt einen Moment, bis der Rest auch geschmolzen ist. Und jetzt machen wir es ganz dekadent. Und ja, man kann Gold essen. Unser Kaiser-Gugelhupf mit Gold ist fertig und jetzt stellt euch die Bitcoin-Variante vor. Ich hoffe, mein Video hat euch richtig Lust und Appetit gemacht auf Gugelhupf. Mein Rezept für diesen Gugelhupf findet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Vielleicht habt ihr auch Fragen dazu. Schreibt mir bitte ins Kommentarfeld, was ist euer Lieblings-Gugelhupf? Es gibt ja so viele Varianten. Und zum Schluss, also wenn ihr eine Reise nach Wien plant und richtig schön frühstücken wollt, wie zu Kaisers Zeiten, unbedingt im Café Gloriette vorbeischauen. Das wird euch sicherlich sehr gefallen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Liebe Grüße aus Berlin, eure Rita.